Und das war ein Auflauf auf dem Bahnhof gewesen. Und diese Rollstühle wieder aufgeben und diese Krücken da wieder aufgeben, also es war wirklich ein Massenaufstand da gewesen. Und die Leute, die haben gejubelt und haben sich gefreut. Ne? Bruno Gröning bin ich begegnet, da war ich 5 Jahre alt. Ich hatte ein ganz starkes Hautexem, das ganz schrecklich war. Der ganze Körper hat gejuckt und ich habe überall versucht zu kratzen. Und das heißt nicht nur einfach kratzen, sondern richtig ins Fleisch reingegriffen und Fleischstückchen richtig rausgerissen. Fürchterliche Schmerzen. Ein Juckreiz, der ist so lange da, also bis man aufgekratzt hat, das Blut fließt und dann geht es. Es war für meine Mutter also fürchterlich und auch für mich auch. Denn es ist ja klar, wenn so ein Kind immer nur am Weinen ist und Schmerzen hat und sie hat zu jedem Strohhalm gegriffen, der ihr geboten wurde. Da hörte sie, dass Bruno Gröning kommt und dass es ein Wunderheiler wäre und der allen helfen könnte. Naja, und da sind wir dann hin. Im Kinosaal war vorher eine riesen Unruhe gewesen und Unmut, dass er nicht da war, dass das so ewig lange dauerte, weil er um 8 Uhr angesagt war und er kam um 11, um 12 noch nicht. Und dann sind wir ja eingeschlafen zwischen den Knien unserer Mütter. Und endlich kam er, da war auch vollkommene Stille. Und alle die gehbehindert sind, die sollten auf die Bühne kommen. Das war eine Kinobühne, dazu waren aber ein paar Stufen. Und die haben tatsächlich vorne die Krücken weggeschmissen und die Rollstühle beiseite gestellt und sind da hochgegangen und haben einen Halbkreis um ihn gebildet. Oder einen Kreis um ihn gebildet. Und als meine Mutter denn, die hat mich geschnappt und am Arm geschnappt, hingegangen. Die haben ganz entsetzt geguckt. Und dann sind sie aber zur Seite gegangen und Bruno Gröning stand da mittendrin und hat gesagt, was wollen Sie denn hier? Glauben Sie nicht? Und dann hat sie gesagt, wenn ich nicht glauben würde, Herr Gröning, stände ich hier nicht. Und dann hat sie ganz schnell meine Ärmel zurückgeschoben und gesagt, helfen Sie meinem Kind. Darum bin ich hier. Und dann ich hatte Angst gehabt. Ich dachte, oh je. Aber dann hat er sich da runtergekniet, also in Hocke, dass er so groß wie ich war. Und dann konnte ich ihn genau in die Augen sehen. Und da war ich ruhig, da war alles. Ich habe gedacht, der hilft mir jetzt. Und dann hat er bloß die Hände genommen, über mich gestrichen und hat meine Mutter gesagt, gehen Sie beruhigt nach Hause, Ihr Kind ist gesund. Und lassen das nach 14 Tagen vom Hausarzt kontrollieren. Und wir sind nach Hause gegangen und ich habe zum ersten Mal die Nacht durchgeschlafen. Und dann zum Nachmittag, weil ich noch bis nachmittags geschlafen habe, ohne überhaupt meine Arme zu bewegen, zu kratzen. Ja, nach 14 Tagen ist meine Mutter mit mir zum Hausarzt hin und der konnte es bestätigen, es war weg. Es war wirklich weg. Ja, die Narben habe ich hier am Arm. So sieht das aus. Und da habe ich dann so vor Bruno Gröning gestanden als kleines Kind. Und da kann man sehen an diesen weißen Flächen, wie groß überhaupt diese Narben waren. Ne? Tja, nichts hat geholfen, bis eben wir da hingegangen sind zu Bruno Gröning. Ja, und seit dieser Heilung ist gar nichts mehr. Es ist weg. Meine Tante war mit meinem Cousin auch am gleichen Abend mitgegangen. Und die haben das schon bewundert. Aber wenn ich sie im Nachhinein noch frage, haben sie doch einen Scheu davor, irgendwie was in die Öffentlichkeit zu geben. Und ich finde, man sollte es trotzdem tun. Bei mir hat es ja auch lange gedauert, bis ich endlich mal den Mut gefunden habe, was zu sagen. Aber es stimmt. Und später weiß ich von meiner Mutter her, da kam das durch die Illustrierten überall, dass er so runtergemacht wurde und dass er gesagt wurde, das wäre ein Scharlatan. Und da hat sich meine Mutter dermaßen drüber aufgeregt. Und das weiß ich bis heute noch, das spüre ich richtig. Da hat sie gesagt, Antje, ich bin viel zu feige dazu. Schade, dass ich nicht mehr Mut habe, um Bruno Gröning Dankeschön zu sagen für diese Heilung. Ich kann's nicht. Und jetzt hatte ich vor ein paar Jahren mal Nachtwache gehabt und habe so eine Illustrierte gefunden. Und da war von Frau Häusler ein Bericht drin, dass es einen Freundeskreis jetzt gibt. Und ich las auf einmal Bruno Gröning. Ey, denke ich, das kennst du doch, das kommt dir doch bekannt vor. Und dann habe ich das durchgelesen. Und ich bin ein sehr schreibfauler Mensch. Und habe ich mich auch spontan hingesetzt und habe für meine Mutter eben dieses Dankeschön ausgesprochen an Frau Häusler. Gehört habe ich von anderen Heilungen. Von dieser Heilung zum Beispiel, Bruno Gröning, der hat da in einem Hotel gewohnt und da sind auch die Reisen, die sind alle mit dem Zug gekommen und gehbehinderte Rollstuhlfahrer.
Und da hat draußen ein kleiner Junge gestanden mit Krücken und Bruno Gröning hat oben aus dem Fenster geguckt und hat gesagt, komm doch zu mir hoch. Und da hat er gesagt, ich kann nicht, gucken Sie doch, ich habe Krücken. Und da hat er gesagt, wieso, schmeiß die weg? Und er hat die weggeschmissen und ist hochgegangen, Treppen hoch. Und dann seine Mutter vorbei, die saß da im Wartesaal. Und die ist umgekippt, die ist ohnmächtig geworden. Die konnte es nicht begreifen, dass ihr Sohn, der noch vorhin an Krücken draußen stand, jetzt die Treppen hochgeht. Und ich denke, das war ein Tagesgespräch und ein Jahresgespräch in Wangerooge gewesen. Und das sollte man doch eigentlich irgendwie behalten, sowas. Das habe ich auch behalten. Ich habe es ja nur gehört und nicht gesehen selber. Zum Beispiel, dass am nächsten Tag dass zur Insel kommen, die können ja nicht lange auf der Insel bleiben, die müssen ja wieder ins Festland zurück. Und da war ein Auflauf auf dem Bahnhof gewesen und diese Rollstühle wieder aufgeben und diese Krücken da wieder aufgeben. Also es war wirklich ein Massenaufstand da gewesen. Und die Leute, die haben gejubelt und haben sich gefreut. Ne? Aber sind nicht allen geholfen worden, muss ich sagen. Es waren auch welche dabei, die wirklich noch im Rollstuhl sitzen oder hinterher wieder in den Rollstuhl reingegangen sind. Aber die meisten wurden geholfen und das denke ich schon, dass man darüber nachdenken sollte.